Hier zu sehen ist mein Prototyp Time Torch, der während meines Studiums entstanden ist. Im Folgenden möchte ich kurz erklären, wie dieser genau funktioniert. Entstanden ist der Prototyp in einem Kurs an der Fachhochschule Potsdam in Kooperation mit dem Stadtmuseum Berlin. Das Stadtmuseum Berlin hat mehrere Gebäude und eins davon ist das Märkische Museum, das sich hier an der Spree befindet. In diesem Museum befinden sich viele Exponate zur Berliner Stadtgeschichte. Dazu gehört unter anderem auch ein 20 Quadratmeter großes hölzernes Modell, das die Stadt um 1750 zeigt. Momentan wird das Museum über mehrere Jahre umgestaltet. Wir als Studierende sollten darüber nachdenken, wie wir das Stadtmodell für Besucher interessanter gestalten können. Meine Idee war es, eine interaktive Videoinstallation zu konzipieren, bei der BesucherInnen mit Controllern auf Orte zeigen können, die sie interessieren. An diesen Stellen werden dann zusätzliche Informationen aus verschiedenen Zeitepochen projiziert. Da wir leider nicht direkt am Stadtmodell arbeiten konnten, skizzierte ich erst einmal ein kleineres Setup, das ich direkt an meinem Schreibtisch verwenden konnte. Inspiriert wurde ich durch ein Paper des Tokyo Institute of Technology. In diesem Paper wird beschrieben, wie man mehrere Infrarotlichtquellen unabhängig voneinander mit einer Infrarotkamera tracken kann. Da ich aber leider keine Infrarotkamera besitze, suchte ich nach einer Lösung, das Ganze mit einer herkömmlichen Kamera umzusetzen. Als Lichtquelle schienen Laser dafür perfekt geeignet zu sein. Die Stärke und die Größe des Punktes sind auch aus größerer Entfernung konstant und sind daher leicht zu tracken. Ich entschied mich dafür, einen Presenter mit grünem Laser zu verwenden, da grüne Laser in den meisten Fällen etwas stärker sind als rote. Ein toller Nebeneffekt war, dass ich die Tasten am Presenter direkt zur Steuerung des Prototypen verwenden konnte. Da ich einen DLP-Projektor mit Farbrad verwendete, brauchte ich eine Kamera, bei der ich die Verschlusszeit einstellen konnte, damit das Bild nicht flackerte. Dafür habe ich meine GoPro an eine Capture-Karte angeschlossen. Mit der Computer Vision Library OpenCV habe ich dann in Python den Laserpointer getrackt. Das funktioniert, indem als erstes die Farbe des Punktes erkannt wird und anschließend die Kontur. Im Blender habe ich dann einen 3D-Scan des Stadtmodells bereinigt und zu Unity exportiert. Für meinen Prototypen habe ich nur das innere Stadtzentrum verwendet, da ansonsten die Häuser zu klein gewesen wären. Die Positionskoordinaten des Lasers werden von Python über das User Datagram Protocol UDP an Unity übertragen. Diese Positionsdaten habe ich dann auf ein Empty gemappt und dieses Empty enthält ein Licht sowie einen Collider. Der Collider dient dazu, Kollisionen mit Objekten in der Szene zu erkennen. Das 3D-Modell habe ich mit einigen Lichteffekten und animierten Texturen erweitert. Über der Szene selbst befindet sich eine virtuelle Kamera, die das Bild dann an den Projektor überträgt. Das Ganze habe ich dann auf einem Blatt Papier getestet und anschließend einen kleinen 3D-Druck angefertigt. Später habe ich dann auch noch ein größeres Modell gedruckt, das etwa 35 cm groß ist und aus mehreren Teilen besteht. Die gesamte Logik des Prototypen wird von verschiedenen C#-Skripten in Unity verwaltet. Während der Programmierung habe ich sehr darauf geachtet, alles so modular wie möglich zu gestalten, damit man zukünftige Modi leicht implementieren kann. Momentan besitzt der Prototyp zwei grundlegende Funktionen: einen Explainer-Modus und ein Suchspiel. Der Explainer-Modus ist dafür gedacht, dass Museumsführer Orte markieren können. Neben einem platzierbaren Kreis können auch die Lichteffekte unter anderem angepasst werden. Im Suchspielmodus wird eine Frage zu einem bestimmten Ort gestellt. Dieser muss mit einem Suchlicht gefunden werden. Wenn dieser Ort dann gefunden wurde, leuchtet er auf und relevante Informationen und Bilder werden angezeigt. Bei einer Installation im Museum müssten natürlich mehrere Benutzer gleichzeitig die Experience nutzen können. Ein Lösungsansatz könnte sein, die Kontur der Laser durch Aufsätze zu verändern, damit man sie unabhängig voneinander in OpenCV erkennen kann. Inhaltlich könnte man die Installation noch um viele Modi erweitern. Beispielsweise könnte man historische Handelsrouten darstellen oder Kriegsschäden visualisieren. Teamspiele und die Verknüpfung mit anderen Ausstellungsstücken im Museum wären ebenfalls möglich. Für ein Proof of Concept bin ich aber ziemlich zufrieden mit dem Resultat.